herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die dritte Episode des Abenteuers Der Wahn des Midas aus der Rubrik Eigene Abenteuer. Dieses Abenteuer habe ich auf der Internetseite städtebauen.de gefunden. Unter Zeus könnt ihr dieses Abenteuer entsprechend finden und downloaden. Die Webseite der städtebauen.de habe ich natürlich auf meinem Kanal verlinkt. Nun gut, dann schauen wir mal, was uns in der dritten Episode dieses Abenteuers erwartet. In der dritten Episode können wir unsere erste Kolonie gründen und wir haben 3 Koloniestandorte. Lemnos, dieses vulkanische Eiland, Heimat des Gottes Hephaistos, bietet beste Bedingungen für die Rebenzucht, aber die Idylle mag trügen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, Sparta als unsere Kolonie zu gründen. Diese karge Einöde war früher einmal eine militärische Hochburg. Es wird Zeit, den Ort zu neuem Glanz zu verhelfen. Größere Orgien und Festmähler sind jedoch eher wenig zu erwarten. Klingt etwas, deprimierend. Wir haben aber auch die Möglichkeit, Kythera zu gründen. An der Spitze des Peloponnes im Süden nahe Kreta. Die der Aphrodite geweihte Insel ist ein wahres Füllhorn und eine landwirtschaftliche Goldgrube. Alles scheint ruhig und friedlich zu sein. Na, das hört sich doch gut an für unsere erste Kolonie. Ja, und dann gründen wir mal Kythera und schauen, was es dazu zu sagen gibt. Welch ein herrlicher Platz für eine Kolonie. Weite Felder und unzählige Seeigel in den Buchten, saftige Weiden und sonnige Plätzchen, die ideal für Olivenhaine geeignet sind. Danken wir Aphrodite, die, wenn sie nicht gerade auf dem Olymp verweilt, in diesem Inselparadies zu Hause pflegt. Ich hoffe nur, dass es keinen Haken an diesen idyllischen Zuständen gibt und die Ruhe anhält, die mich beim Blick auf die glatte Meeresoberfläche beseelt. Aber was rede ich da? Unter diesen hervorragenden Bedingungen wird es ein Kinderspiel sein, einen stattlichen Stützpunkt zu errichten. Diese erste Kolonie-Episode trägt den Titel Dreizack zu Pflugscharen. Oh, ein sehr prosaischer Titel für diese Episode. Ja, und was sind unsere Ziele? Wir müssen ein Heiligtum der Aphrodite errichten. 64 Weizengarben sind für die Heimatstadt zur Verfügung zu stellen. Wir müssen in einem Jahr mindestens 64 Stränge Wolle produzieren und wir brauchen eine Bevölkerung von 5000 Einwohnern. Ja, das klingt nach allerhand, was wir bei unserer ersten Kolonie erreichen müssen. Und dann schauen wir mal die Karte an, wo wir Kythera gründen werden. Ja, auch hier obligatorisch in den Pausenmodus. Wir schauen uns bei der Übersicht die Minimap an. Ja, wir sind hier jetzt ganz im Nordosten. Wir können weder weiter nach Norden noch nach Osten. Wir haben hier Seeigelvorkommen und sehr fruchtbare Flächen hier. Gehen wir mal Richtung Westen. Oh ja, wie das Intro schon sagte, eine sehr fruchtbare Insel oder Eiland. Ein bisschen Wald haben wir hier. Da sind wir hier im Westen schon wieder. Gehen wir mal jetzt Richtung Süden. Haben wir hier die Küste. Ja, wie gesagt, sehr fruchtbar. Das sieht sehr gut aus hier. Aber auch recht klein, wie ich sehe. 5000 Einwohner. Da brauchen wir mindestens 2 normal große Wohngebiete, die wir voll entwickeln. Ja, dann schauen wir mal direkt, was wir so bauen und produzieren können. Wir können auf Kythera nur Wohnungen der Arbeiter errichten. Wir haben bei der Landwirtschaft Weizenfarmen. Bei den Plantagen haben wir Oliven und Orangen, die wir anbauen können. Bei Land und Meer haben wir den Seeigelkai und wir können bei der Viehzucht Wolle produzieren. Wir haben bei Gewerbe keine Rohmaterialien. Allerdings können wir Olivenöl produzieren.
So, hier haben wir bei Vertrieb alle Bauoptionen, Gesundheit und Sicherheit auch. Oh, wir können bei Verwaltung sogar ein Hippodrom bauen. Bei der Wissenschaft haben wir alle Baumöglichkeiten, auch das Museum. Bei der Mythologie können wir den Garten der Demeter, die Oase der Aphrodite und den Obstgarten der Hera errichten. Naja, da wissen wir ja schon, was wir bauen müssen. Beim Militär haben wir nur die Militärwerkstätten und da haben wir auch nur den Fregattenhafen. Bei der Ästhetik haben wir alle Möglichkeiten der Verschönerungen, Prachtstraßen und Alleen. Ja, und wir haben jede Menge Verschönerungsobjekte, um unsere Stadt attraktiver zu gestalten. Gut, schauen wir mal auf die Weltkarte. Kythera ist hier ganz im Süden des Peloponnes und wir haben natürlich jede Menge an Handelspartnern, vor allem natürlich mit unserer Heimatstadt Pergamon. Pergamon kauft bei uns Wolle und verkauft uns Fleisch und Holz. Und dann haben wir unseren Verbündeten Gordion, kauft Olivenöl und Wein. Thera ist unsere Kolonie. Wir kriegen 5 Marmorplatten jährlich als Tribut, kauft bei uns Wolle und verkauft uns Bronze und Marmor. Delos ist unser Verbündeter, kauft Olivenöl. Epidaurus ist unser Verbündeter, kauft Seeigel und Fleisch, verkauft uns Wolle und Skulpturen. Delphi ist unser Verbündeter, kauft Orangen und Olivenöl. Ja, dann haben wir hier oben einen neuen Verbündeten, nämlich den Berg Smolikas. Kauft Wein und verkauft uns Wolle. Dann haben wir noch Atlantis als entfernten Ort, verkauft uns Orangen, schwarzen Marmor, Orikak und Olivenöl. Einen Rivalen haben wir nämlich Milet. Milet braucht Weizen und Orangen. Ja, wir können auf jeden Fall jede Menge Olivenöl und auch Wolle verkaufen. Das werden wir auch machen. Fruchtbares Gebiet haben wir ja in Hülle und Fülle. Ja, was ist es nun der Plan? Wie so oft bei den Kolonie-Episoden ist gutes Platzmanagement gefragt. Hier dieser Bereich ist unfruchtbar, das heißt, hier können wir unser erstes Wohngebiet aufbauen. Wir haben dann hier die Möglichkeit, überall natürlich in den fruchtbaren Gebieten unsere Feldfrüchte anzubauen und unsere Viehzucht zu betreiben. Wir haben auch hier die Möglichkeit, Piere zu errichten. Das müssen wir auch immer gut abchecken, wo wir entsprechend Piere bauen können. Ja, und hier haben wir auch noch so eine Fläche, die nicht so ganz fruchtbar ist. Hier werden wir wahrscheinlich das zweite Wohngebiet aufbauen und hoffen, dass wir damit die 5000 Einwohner auch erreichen. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir und errichten unser erstes Wohngebiet. Wir haben jetzt hier unser erstes Wohngebiet wieder in einer klassischen quadratischen Bauweise. Der Immigrationspunkt liegt hier im Südwesten. Das habe ich gar nicht gesehen, als wir uns die Karte angeschaut haben. Da habe ich jetzt hier unser Wohngebiet direkt schon angeschlossen. Ja, wir haben die Verschönerungen in Form der Alleen und auch die Agora schon errichtet. Wir parzellieren jetzt wieder in gewohnter Weise erstmal nur den inneren Bereich. Und wir brauchen natürlich wieder die Basics. Wir brauchen den Architekten, den würde ich hier hinbauen. Da habe ich mir schon die 2 Sperren errichtet. Und wir brauchen natürlich den Brunnen. So. Und was ich natürlich auch unbedingt haben möchte, ist die Klinik. Die errichte ich hier direkt. Oder hier. Ne, so. Das passt, genau. Okay, ich denke, wir können den Pausenmodus jetzt mal aufheben. Und wir werden natürlich wieder bei Gewerbe, bei den Prioritäten, die Priorität bei Gesundheit und Sicherheit natürlich auf Hoch schalten. So, wir benötigen Mitarbeiter. Ja, das ist klar. So, da kommen sie aber auch schon. Wir fangen direkt an, Weizen zu produzieren. Das ist, glaube ich, am effektivsten. Und dann, sobald wir genügend Arbeiter haben, beginnen wir auch mit dem Anbau von Oliven und der Produktion von Olivenöl. Wir sollten schnell ein Silo und ein Lagerhaus bauen. Wir kriegen ja
im neuen Jahr unseren Tribut, nämlich Marmor. Und wir haben ja auch entsprechend Waren schon in der letzten Episode für die Kolonie zur Verfügung gestellt. Wir können das Silo hier hinbauen. Direkt an der Agora, das finde ich gut. Und auch schon direkt ein Warenlager. Hier haben wir diese blöden Steine. Was immer sehr nervig ist, aber naja, kann man jetzt nichts machen. Hier passt dann noch ein Warenlager hin. Ja, das passt ganz gut. Dann könnte man hier den Architekten bauen. Ja. Ja, das passt doch. So, weitere Bürger wandern ein und wir haben schon 100 Personen in unserer Kolonie. Und wir kriegen die Mitteilung, dass Pontus entdeckt wurde. Aha. Und dann gucken wir doch mal direkt, wo Pontus liegt. Hier oben in Kleinasien, ganz im Norden, Pontus. Kauft Weizen, Wolle und Olivenöl, wobei wir jetzt nicht wissen, ob er jetzt Rivale oder verbündet ist. Na gut. Also, letztendlich können wir gar nichts machen. Ihr seht ja hier, ist alles noch nicht freigeschaltet. Na, mal gucken. Vielleicht wird es ja auch unser neuer Handelspartner. Gut, fangen wir an. Produzieren wir Weizen. Können wir hier direkt bauen. Ja, das machen wir jetzt so. Wie machen wir das jetzt? Direkt hier so? Ja. Bauen wir hier die 3. Da haben wir wieder diesen Stein. Diese Steine sind nervig. Macht aber nichts. Wir können es so bauen. Und dann können wir hier auch den Architekten errichten. So, und dann kann hier die Sperre hin, natürlich. So, 30 Arbeiter brauchen wir. Vielleicht sollten wir noch ein paar Parzellen ausweisen. Ich denke mir mal, hier können wir noch eine Parzelle ausweisen. Oh, Pontus kauft mehr Weizen. Okay, damit hat sich die Frage erübrigt. Ein neuer Handelspartner kauft Weizen bei uns. So, das können wir hier entsprechend so weit machen, nämlich bis hierhin. Und dann kann hier das Observatorium hin. Das passt doch dann wunderbar. Ja, das gefällt mir gut. So, und dann würde ich das so bauen, dass wir hier mit der Straße so gehen. So. Und dann können wir hier weitere Weizenfarmen aufbauen. Hier können wir Parks hinbauen. So. Ja, und wir bekommen die Nachricht, dass Gordion uns liebt. Wie schön. Aber im Moment müssen wir warten, bis wir hier unseren ersten Weizen ernten. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Arbeitsmarkt sieht soweit gut aus. Ja, die Ernte unseres Weizens ist erst im Juli. Oh, da haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, wir kriegen, ich weiß gar nicht, was haben wir denn in der letzten Episode für die Kolonie zur Verfügung gestellt? Das weiß ich gar nicht mehr. Das werden wir gleich sehen, das Jahr ist gleich rum. So, Jahreswechsel. Wir kriegen unseren Tribut, 5 Marmorplatten von Terra, danke. Ich glaube, ich habe mich vertan. Wir haben in der letzten Episode, glaube ich, gar nichts für die Kolonie zur Verfügung gestellt. Okay. Also, nochmal alles zurück. Wir warten jetzt, bis der Weizen entsprechend reif ist und dann können wir auch endlich unsere Bürger mit Nahrungsmitteln versorgen. Ja, ihr seht, die Stadtkasse ist gut gefüllt. Wir hatten ja in der letzten Episode als ein Ziel 25.000 Drachmen in der Stadtkasse zu haben oder zu erwirtschaften. Dementsprechend können wir das Geld jetzt sehr gut nutzen. Ja, kommen noch ein paar Parzellen können wir ausweisen hier.
guck mal eben. Also das Labor kann dann hier hin. So. So kann es hier hin, genau. Und dann passen hier noch 2 Parzellen, glaube ich, hin, oder? Ja, das passt genau. Ja, sehr gut. Ja, wir müssen immer noch ein bisschen warten. Es ist April, bald wird geerntet. Wir können aber schon mal auf der Agora den Lebensmittelhändler aufbauen. Ja, in der Zeit gucken wir mal eben, welche Piere wir schon aufbauen wollen. Also, wir können natürlich bei Pergamon die Wolle verkaufen. Also Pergamon ist interessant. Gordion kauft das Olivenöl, auch interessant. Wir haben eine Landroute mit dem Berg Smolikas. Da produzieren wir aber nichts, was wir verkaufen können. Ja, Delphi ist auch noch interessant. Das wird wahrscheinlich auch eine Landroute sein. Olivenöl können wir da verkaufen, genauso wie Epidaurus, wo wir Seeigel verkaufen können. Das ist uninteressant. Also, Terra kauft die Wolle. Delos kauft Olivenöl. Also Terra, Delos, Pergamon, Gordion und auch Delphi. Dann gucken wir mal eben. Ja, also Delphi ist ein Handelsposten. Das andere sind alles Piere, mit denen wir entsprechend handeln wollen. Königin Hera, dann müsst ihr meinen Ehemann nie wieder fürchten. Ja, Hera, das ist wohl wahr, aber ich hoffe, dass uns dein Mann jetzt hier unbehelligt lässt. So, dann gucken wir nach den Pieren mal. Also, das Pier unserer Heimatstadt können wir hier hinbauen. Ja. Passt aber leider, glaube ich, kein zweites hin, ne? Nee, aber hier passt eins hin. Na, es passen immer nur... Oh, Moment mal. Also, wenn ich jetzt hier das so baue und das Pier von... Was hatten wir gesagt? Gordion. Ja, das passt tatsächlich hier beides zusammen hin. Dann haben wir einmal hier Wolle, die wir verkaufen können und hier das Olivenöl. Okay, gut. Dann können wir den Weg hier so rumbauen. Kommen wir hier raus? Ja. Das passt. Ja, ich weiß. Dann kann der Architekt da entlang gehen, aber wir sollten definitiv hier noch einen Architekten bauen. Hier wird es ein bisschen kritisch, das macht aber nichts, weil hier kann eine Parzelle hin. Wir brauchen noch Platz für unsere Bibliothek. Das können wir aber so bauen. Und hier können wir eine Verschönerung machen, damit es sich überhaupt weiterentwickelt. Oh, Pergamon schenkt uns Holz, und zwar 32 Holzbretter. Okay, später, dann bauen wir noch schnell ein Warenlager. Warum passt das nicht? Ja, das habe ich wegen dem Architekten so gebaut, ne? Ja, komm, dann... Nee, das sieht doof aus. Komm du mal hier weg. Dann bauen wir das so. Und dann würde ich den Architekten tatsächlich hier so in der Mitte bauen, ne? Oder hier. Ja, hier geht's auch. Ja, machen wir es so. So, unser Weizen wird geerntet. Endlich. So, jetzt können wir das Holz annehmen. Vielen Dank. Ja, Wahnsinn. Wir können die Piere schon mal einstellen. Wir verkaufen Olivenöl hier. Ja, 6, komm. Das machen wir mal so. Und dann hier die Wolle. Oh, da können wir 24 Stränge verkaufen. Machen wir auch mal 6 erstmal. Ja, wir sollten als erstes weiter unsere Nahrungsmittelversorgung ausbauen.
So, wenn wir jetzt hier zurückgehen, 1, 2, 3, 4, dann können wir nämlich hier so zurück. Ja, dann passt zwar hier keine Farm mehr hin, aber hier, dann kann hier nochmal ein Architekt hin. Hier müssen wir Verschönerungen bauen, damit sich unsere Wohngebäude weiterentwickeln. Ja, so kann es bleiben. So, dann würde ich sagen, beginnen wir schon mal und bauen die ersten Wollsammelstellen auf. Die würde ich jetzt hier hinbauen wollen. So. Dann können wir nämlich hier unsere Schafe weiden lassen. Dieses Warenlager hier wird jetzt die Wolle annehmen. So, und diesen Bereich hier nutzen wir für unsere Oliven. Dann würde ich nochmal hier ein Warenlager bauen wollen. Nämlich so, dieses hier kann jetzt Oliven annehmen. Dann hätte ich Lust hier das hier mit einer Allee zu verschönern. Nein, hier kann sogar eine Prachtstraße hin. So, hier können auch Parkanlagen hin. Ja, mittlerweile haben wir schon 500 Einwohner in unserer Kolonie. Wächst und gedeiht. So, ich würde jetzt diese Straße hier rausführen wollen, damit wir hier unsere Landarbeiterlager bauen. Dann bauen wir mal direkt 3 Stück. Würde das allerdings hier auch nochmal mit einem Architekten sichern wollen. So. Ja. Und dann platzieren wir mal unsere Olivenbäume. Gut. Arbeitsmarkt. Ja, da brauchen wir jetzt doch noch ein paar. Dann würde ich jetzt Folgendes machen. Dann baue ich direkt jetzt hier die Bibliothek auf. Sperre nicht vergessen. Dann können wir nämlich jetzt hier den Rest entsprechend noch parzellieren. Denkt daran, wir brauchen hier Platz für das Observatorium. Ja, da kann noch eine Parzelle hier hin. Und dann ist das auch das Maximum, was wir hier machen können. Sehr gut, da entwickeln sich unsere Gebäude weiter. Mit den Nahrungsmitteln. Ja, doch. Mit den zusätzlichen Farmen haben wir hier genug, was wir produzieren. Ja, und schon wieder haben wir Jahresanfang. Wir kriegen wieder unser Tribut. Allerdings konnten wir nur 3 Marmorplatten annehmen. Ich hatte vergessen, hier dieses Warenlager auch noch für Marmor freizuschalten. Naja, gut. Nicht so schlimm. So, wir haben auch die Möglichkeit, hier ein Pier zu bauen. Und ich würde das hier, glaube ich, nochmal neu bauen. Wir können mit dem Pier hier ein bisschen rüber. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, Verschönerungen zu bauen. Das ist mir, glaube ich, lieber. Das war das Pier von unserer Heimatstadt. Nämlich so können wir es bauen. Und dann bauen wir es so. Ja, das ist besser. So. Dann haben wir nämlich noch hier die Möglichkeit, Verschönerungen zu bauen. Dann entwickeln sich auch die Gebäude weiter. So, wir haben noch die Möglichkeit, hier, glaube ich, einen Handelsposten zu bauen. Der Handelsposten von Delphi, der passt hier hin, nämlich genau so. Und da können wir nämlich auch noch Olivenöl verkaufen. Sehr gut. So, dann sollten wir auch das mal produzieren, was wir hier verkaufen wollen. Ja, wir haben genug Arbeitslose. Dann bauen wir jetzt hier mal Olivenpressen auf. Die können wir hier schön aufbauen. Bauen wir direkt mal 4 Stück.
Und das nach hierhin erweitern, dann baue ich jetzt doch noch hier einen Architekten auf. So, das passt eigentlich ganz gut. Und hier haben wir auch noch die Möglichkeit, ein Pier zu bauen. Ja, Nahrungsmittel haben wir jetzt keine mehr. Können wir welche fordern? Pergamon, unsere Heimatstadt. Ja, komm. Nahrungsmittel, Dankeschön. Und dann baue ich doch noch, nein, kein Seeigelkai, sondern Weizenfarmen hier auf. 2 Stück. Aber wir hatten ja eigentlich genug, ne? Dann baue ich lieber noch hier eine Wollsammelstelle auf. So, was brauchen wir eigentlich für das Heiligtum der Aphrodite nochmal? 11 Marmorplatten. Okay, wir sollten jetzt mal dieses Warenlager ja auch noch frei machen für Marmor und vor allem für Olivenöl. Ne? So, bei wem können wir den Marmor einkaufen nochmal? So, unsere Kolonie Terra würde Marmor uns verkaufen. Geben die uns auch Marmor? Das tun sie. Sehr schön. Ja, dann brauchen wir noch das Pier von Terra. Wie gesagt, hier passt noch ein Pier hin. So. Dann können wir das da entsprechend anschließen. Wunderbar. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Nicht so schlimm. Dann kaufen wir jetzt hier mal... Wolle können wir eben auch verkaufen. 36 Stränge Wolle in einem Jahr. Das ist Wahnsinn. So, ne, Bronze kaufen wir jetzt nicht ein, aber Marmor. So, Pergamon gewährt uns noch 12 Rinderhälften. Wunderbar. So, Wolle brauchen wir jetzt auch für unsere Stadt. Königin Hera, dann müsst ihr meinen Ehemann nie wieder fürchten. Ja, da haben wir schon eine Rückentwicklung wegen zu wenig Nahrungsmitteln. Gut. Lohnniveau mal auf hoch, dann passt das. Und dann bauen wir hier auch direkt den Wollhändler auf. Terra gewährt uns nochmal 6 Marmorplatten. Sehr schön. Was haben wir dann jetzt? Marmor. 15, 16. Oh, wir kaufen gerade Marmor ein. Gut. Die große Frage ist natürlich, wo bauen wir jetzt das Heiligtum der Aphrodite auf? Wir haben natürlich die Möglichkeit, hier es aufzubauen. Man kann es natürlich auch hier aufbauen, allerdings ist da dieser blöde Stein im Weg. Passt das denn hier überhaupt hin? Ich nehme mal den Wald weg. Mit dem Wald können wir ja gar nichts anfangen. Ja, das ist auf jeden Fall unfruchtbares Gebiet. Das könnte gut passen. Ja, doch, das würde passen. Noch ein bisschen Platz für Verschönerungen lassen. Ja, so, oder? Verkehrt rum. Gut, einmal drehen. Gut, ja, dann bauen wir hier die Kunsthandwerkergilde auf. Und dann kann mit dem Bau begonnen werden. Sehr gut. Neue Bürger wandern in unsere Stadt ein. Die Wolle ist jetzt mittlerweile auch angekommen und unser Weizen wird auch jetzt geerntet. Im Übrigen war es tatsächlich Holz gewesen, was wir für die Kolonie zur Verfügung stellen sollten in der letzten Episode. Ich wusste, dass da was war, aber ich wusste jetzt nicht mehr, was genau. Terra kauft mehr Weizen, das ist ja auch nett. Oh, eine Preissteigerung für Weizen, das ist sehr schön. Ja, dafür sind die Preise für Wolle gefallen. Und Pontus kauft mehr Rüstung. Okay, die können wir gar nicht herstellen. Gut, Gott sei Dank wird jetzt unser Weizen geerntet. Endlich.
Und wir haben mittlerweile schon 1000 Einwohner in unserer Kolonie. Ja, als nächstes würde ich dann unseren Stadtpalast mal bauen und dann weiter unsere Exportgüter hier produzieren. Ja, das Besondere natürlich an dieser Episode ist die hohe Einwohnerzahl, die wir hier erreichen müssen. 5000. Da müssen wir auch jede Menge Arbeitsstätten zur Verfügung stellen, aber ich glaube, das sollte nicht das Problem sein hier. Auf jeden Fall produzieren wir jetzt jede Menge Weizen, das ist gut. Ich möchte gerne die Wollproduktion noch hier erhöhen. Und natürlich Olivenöl. Ja, für unser Heiligtum brauchen wir natürlich noch Skulpturen. Ich glaube 6 brauchen wir, ne? Jawohl. Also Epidaurus würde uns die Skulpturen verkaufen. Würde Epidaurus uns denn die geben? Ja, wie schön. Gut. Hier sollten wir dann Skulpturen auch einlagern. So, und wenn das Heiligtum fertig gebaut ist, können wir das Holz auch verschenken. Das brauchen wir dann wirklich nicht mehr. So, Arbeitsmarkt, da können wir das Lohnniveau erstmal auf normal stellen, ne? Okay, jetzt können wir unseren Stadtpalast bauen. Ich glaube, wir können den Stadtpalast, gut hier bauen. Hier passen aber auch noch Piere hin, ne? Gucken wir mal eben. Ja, okay. Aber das macht ja nichts. Das finde ich hier eigentlich ganz gut. Hier ist unfruchtbares Gebiet. Wir führen die Straße schon mal hier so ein bisschen weiter. So. Ja. Gut, dann kann jetzt der Stadtpalast hier hin. Wie gesagt, so groß ist er ja gar nicht, ne? So. Dann können wir hier wieder zurück. Das brauchen wir hier, glaube ich, jetzt nicht unbedingt, den Schnürzel. Und dann gehen wir hier wieder so zurück. Und dann können wir hier noch Alleen bauen. Wir werden hier natürlich das erweitern mit unserem Gewerbe. Sollten aber dann auch hier noch einen Architekten bauen. Nämlich so. Und dann kann der auch hier noch entsprechend diesen Bereich hier schützen. Wie gesagt, hier können wir das Pier bauen. Oh nein. Hä? Ich wollte doch irgendwie ein Pier bauen, oder? So, passt genau noch rein, ne? So, Epidaurus gewährt uns 18 Skulpturen. Oh Gott, was war mit 18 Skulpturen? Okay, aber wir könnten sie verschenken, ne? Okay, dann bauen wir nochmal Warenlager hier auf. Skulpturen annehmen. So, jetzt können wir die Skulpturen annehmen. Wir können aber auch nicht alle annehmen. Ja, aber 17. Okay, gut. Und den Rest, den verschenken wir tatsächlich mal. So, wir haben immer noch jede Menge. Und ich werde euer Leben versüßen. Ach, Hera, du kommst aber echt oft hier zu uns, ne? Wir haben genug Arbeitslose. Wir müssen weiter hier Wolle produzieren. Oh, das war verkehrt. So, hier bitte. Ja, das mit den Oliven, das dauert natürlich so ein bisschen. Da bauen wir aber, glaube ich, auch nochmal später weitere Landarbeiterlager. So, ein neues Jahr. Wir kriegen 5 Marmorplatten. Wunderbar. Und der Marmor wird auch gerade eingekauft. Was brauchen wir denn überhaupt noch? Wir brauchen noch 24 Marmorplatten. Okay, ja gut. Das
ist noch jede Menge. So, jetzt werden auch endlich mal unsere Oliven geerntet, damit wir Olivenöl mal hier herstellen können. Ja, hier können wir mal ein paar Verschönerungen bauen, ne? So, und vor allem brauchen wir hier ein Bevölkerungsdenkmal. Also entweder so oder so. Ja, ist eigentlich egal, oder? Mal bauen wir es so. Ja, momentan gefällt mir die Entwicklung eigentlich ganz gut. Ja, ich habe natürlich mein Steuerbüro vergessen. Das setze ich tatsächlich hier hin, weil ich da Sorge habe, dass sich das überhaupt weiterentwickelt, dieses Wohnhaus. So, man kann hier Steuerbüro hin. Dann können wir noch ein bisschen Steuern einnehmen. Haben ja unsere Stadtkasse ganz schön geschröpft im Moment. Wunderbar, das Tempelgebäude ist schon fertiggestellt. Ja, wir haben das Kontingent an Marmor auch schon wieder hier eingekauft, was wir einkaufen konnten. Da kommt jetzt eine Ladung Marmor nochmal für das Heiligtum. Okay, da kommt jetzt nochmal 4, das heißt, wir brauchen noch 8 Marmorplatten. 5 kriegen wir im neuen Jahr. Und wir haben wie viel jetzt hier noch auf Lager? 3. Ja, dann reicht das doch. Dann brauchen wir hier gar keinen Marmor mehr einkaufen. Okay, gut. Ja, bauen wir hier unsere Olivenölproduktion weiter aus, indem wir noch Landarbeiterlager bauen. Dann führen wir die Straße so und dann können wir es nach hier noch erweitern, wenn wir wollen. Ja, okay. Ja, ich wundere mich schon, dass wir hier bei Pergamon nichts verkaufen, aber ich hatte das Pier ja versetzt und vergessen, das hier neu einzustellen. So, dann kann die Wolle nämlich jetzt ja auch verkauft werden. Ja, wir haben Juni, es wird geerntet, das Silo ist leer. Na, dann würde ich doch nochmal 2 Weizenfarmen hier bauen. Das können wir ja hier schön entsprechend erweitern. Dann würde ich hier noch weitere Weizenfarmen bauen. Da ist dieser blöde Felsen im Weg. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Okay, das ändern wir jetzt, indem wir eine Universität bauen. Das können wir nämlich jetzt hier hinbauen. So, und dann können wir hier das Observatorium errichten. Und Pontus kauft mehr Wolle, meine Güte. Und mehr Olivenöl, das ist ein sehr potenter Handelspartner hier. Ja, hier können wir noch dann später die Erfinderwerkstatt bauen. Dann haben wir das auch sehr schön hier zusammen. Ja, und unser Astronom ist auf dem Weg zu seinem Observatorium. Wohngebäude entwickeln sich weiter, neue Bürger wandern ein. Ja, in unserem Heiligtum geht es leider jetzt gerade nicht voran, weil wir da auf den Marmor warten. Aber wir kriegen ja zum Jahresende bzw. zum Jahresanfang wieder unsere 5 Marmorplatten. Wir können aber hier ein paar Verschönerungen schon mal wieder bauen. Nämlich so und so. So, wir müssen ja noch die Weizengarben für unsere Heimatstadt zur Verfügung stellen. Das sollten wir jetzt machen, bevor unsere Stadt sich noch weiterentwickelt. Dafür baue ich nochmal 2 weitere Weizenfarmen hier auf. So, dann kann hier nochmal ein Architekt hin. So, wir können natürlich hier auch noch Piere bauen, sehe ich gerade. Wir sollten unsere Stadt nach hierhin erweitern. Machen wir das so.
Ja, das finde ich ganz gut. Wir können auch hier dann Segelkais bauen. Ne? Wir haben ja hier Seeigelvorkommen. Wir können Seeigel ja auch verkaufen. Und ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde jetzt hier noch ein Silo bauen wollen. Moment. Das bauen wir anders. Das bauen wir so. Kann das Silo hier hin oder hier hin? Hier können wir noch Farmen bauen, ne? Dann bauen wir es hier hin. So, dann noch eine Weizenfarm hier aufbauen. So, auch das passt ja wunderbar. Wie gesagt, es wandern ja jede Menge Bürger ein. Ja, wir brauchen 2 volle Silos mit Weizen, ne? Für unsere Heimatstadt. Ja, Wolle verkaufen wir gerade im Moment gut. Auch noch genug für unsere Stadt. Und das Olivenöl, das müssen wir noch entsprechend weiter vorantreiben, die Produktion. Verehrt mich und ich werde euer Leben versüßen. Ja, aber wir verkaufen jetzt wirklich richtig gut. Wir brauchen natürlich jetzt Olivenöl für unsere Stadt. Wie gesagt, ich würde da gerne jetzt die Produktion erhöhen. Wir haben Arbeitslose. Okay, dann weitere Olivenpressen hier. Ja, das ist uns klar. Wir sollten dann jetzt hier auch den Ölhändler aufbauen. So, endlich ist Jahresanfang. Wir kriegen die 5 Marmorplatten von Thera und jetzt kann tatsächlich hier unser Heiligtum der Aphrodite auch fertiggestellt werden. So, und da wird die letzte Ladung Holz für unser Heiligtum, ja, angeliefert. Genau, 4 Ladungen Holz. Wir haben es jetzt gleich geschafft. Wir können jetzt das Holz verschenken, damit wir wieder Platz in unseren Warenlagern haben. So, Epidaums hat uns ja entsprechend die Skulpturen gegeben. Dann kriegen die jetzt Holz, ein großes Geschenk Holz. Ja, und auch unsere Heimatstadt Pergamon hat uns geholfen. Die kriegen jetzt Skulpturen. 4 Skulpturen. So, haben wir immer noch genug Skulpturen für unser Heiligtum. Wir haben jetzt endlich Platz hier. So, Marmor können wir jetzt hier nicht mehr annehmen. Wir machen das anders. Hier kommt nur noch Olivenöl rein. Ach nee, Moment. Ist hier Olivenöl. Okay, dann machen wir hier die Wolle. So, jetzt können endlich die Skulpturen hier aufgebaut werden und unser Lagerhaus mal frei wird. Ja, das Olivenöl würde ich jetzt, glaube ich, mal nicht verkaufen. Wir sind da irgendwie ein bisschen schwach in der Versorgung unserer Stadt. Unser Ölhändler läuft immer zum Warenlager, aber da ist schon dann das Olivenöl zu unseren Handelspartnern gebracht worden. Ja, ich baue hier auch nochmal 2 Olivenpressen auf. So. Ja gut, ich werde jetzt mal kein Olivenöl hier verkaufen. Das hat so keinen Zweck. Wir müssen unsere Stadt jetzt erstmal mit Olivenöl versorgen. So, man dankt für das Geschenk, was man nicht brauchte. Ist egal, Hauptsache wir haben es weg. Ja, wir verkaufen richtig gut jetzt hier unsere Wolle. Das würde ich auch noch erweitern. Wir müssen ja 64 Stränge Wolle in einem Jahr produzieren. Das haben wir noch nicht erreicht. So, das Lohnniveau stellen wir mal auf hoch. Aber jetzt ist das Olivenöl ja Gott sei Dank da.
Ja, das gefällt mir gut. Schön entwickelt. Wir haben schon die ersten Arbeitslosen. Lohnniveau kann wieder auf normal. Okay. So, Lebensmittelproduktion ist gut. Obwohl unsere Silos jetzt leer sind. Aber wir haben Juni. Es wird jetzt gleich geerntet. Wir bauen nochmal 2 Wollsammelstellen hier auf. Dann führen wir die Straße. Sie haben mich zu Ihrem Feind gemacht. Und jetzt mache ich die See zu Ihrem Feind. Ja, das ist natürlich jetzt doof, dass Poseidon uns angreift. Wir haben ja Gott sei Dank keine Seeigelkais, aber unser Seehandel ist leider für ein Jahr jetzt unterbrochen. Naja, damit können wir leben. Wir haben ja noch hier den Handelsposten. Was verkaufen wir hier? Ach, Olivenöl. Okay, gut. Ja. Naja, unsere Piere zerstört er natürlich auch. Das habe ich ganz vergessen. So, wir haben die beiden Silos voll mit Weizen. Das ist sehr gut. Wir lassen jetzt einmal kurz unsere Marktfrau hier einkaufen. Wo ist sie denn? Ach, sie geht zu diesem Silo hier. Okay. Dann sammeln wir jetzt dann doch den Weizen. Dann haben wir das schon erledigt. Tut mir leid, liebe Marktfrau. Wir werden jetzt hier kein Weizen annehmen. Hier werden wir nachher Seeigel annehmen. Da kann der Weizen nämlich jetzt, der noch hier übrig ist, in das andere Silo gebracht werden. Ja, und Poseidon hat hier alles zerstört. Das ist natürlich super doof. Wir fragen nochmal nach Nahrungsmitteln. Dankeschön. Und dann bauen wir unsere Piere wieder auf. Ups. So, wir können jetzt ein bisschen Olivenöl mal hier verkaufen. Bei Delphi ist nämlich unser Handelspartner über Land. Da können wir ja durchaus verkaufen. Ja, Wolle sammelt sich natürlich jetzt mega viel an. Wir können es aber trotzdem schon mal einstellen. Wieder. No, Olivenöl verkaufen wir jetzt hier nicht. Aber hier können wir noch Wolle verkaufen. Okay, und wir haben ja auch noch hier die Möglichkeit, und zwar Pontus kauft doch auch Wolle bei uns. Achso, da müssen wir wieder drehen. Wo war es jetzt? Hier war es, genau. So, und hier können wir auch noch Wolle verkaufen. Gut, da kommt noch wieder Weizen in unser Silo, Gott sei Dank. Also wir produzieren mehr als genug, das ist gut. Wir kriegen gleich noch das Fleisch von unserer Heimatstadt. Dann können wir das Silo natürlich auch wieder freigeben für Fleisch und auch für Weizen. Gut, das läuft. Nächste Entwicklungsstufe wäre jetzt die Erfinderwerkstatt und das Labor. Dann können wir dieses Wohngebiet ja, komplett entwickeln. Wir kriegen nochmal 12 Rinderhälften. Wunderbar, dann haben wir auch die Nahrungsmittelversorgung wieder hier sichergestellt. Ja, und dann müssen wir auch das zweite Wohngebiet dann allmählich aufbauen. Ja, und wir haben auch jetzt hier unser Heiligtum der Aphrodite. Das heißt, die Kunsthandwerkergilde kann weg. Und dann müssen wir das natürlich ein bisschen verschönern. Das ist natürlich klar. Mit einer Allee hier.
So, und hier, was machen wir hier Schönes? Dann bauen wir das so. Hier könnte ich Sperren hin. Der Architekt muss hier nicht entlang gehen. Was er jetzt gerade schon macht. So, dann, was können wir denn hier noch Schönes hier hinsetzen? Ja. Hier kann auf jeden Fall eine Bank hin. Blumengarten ist doch schön, oder? Und dann kommt hier noch ein Vogelbad hin. Ach ja, so kann man es lassen. Ja, eine aufwendige Kolonie-Episode, die wir hier spielen. Wir haben unsere Stadt zwar schon ziemlich gut aufgebaut, aber wir haben noch Ziele, die wir nicht geschafft haben, nämlich die 64 Stränge Wolle in einem Jahr zu produzieren. Da müssen wir noch was dran tun. Ja, und wir brauchen noch 5000 Einwohner in unserer Stadt. Diese Ziele werden wir aber im zweiten Teil dann hoffentlich erreichen. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.